Strommechanik hier oberhalb, unterhalb des Motors direkt, sodass der komplette Rundbereich frei bleibt. Der Innenausbau, also das Modell bauen. Aber bevor ich hier weiterrede, der nächste Live-End, nämlich Sanisanen aus der Belgium mit einer Bell 429. Ein relativ neues Hubschraubermuster, also das ist jetzt mal ein Punkt, wo die Firma Bell eine Weiterentwicklung des natürlich auch schon viele Jahrzehnte alten Bell 206 Jet Ranger vorgenommen hat, aus dem dann letztendlich die 429 sozusagen komplett neu entwickelt und aufgesetzt wurde. Und so ist dieses Modell jetzt auch schon einige Jahre in Betrieb und natürlich auch als Modell. Mittlerweile durch vielerlei Hersteller eben auch über die Firma Vario im Vertrieb. Und jetzt hier geflogen von Samsung. Die wesentlichen Unterschiede zum Jet Ranger, würde ich mal sagen, ein zweites Turbinentriebwerk, also Doppeltriebwerke und 4 Blatt Hauptmotor, 4 Blatt Heckmotor und wesentlich mehr Platz in der Kabine. Also, das ist, denke ich mal, auch State of the Art in der heutigen Zeit, dass mehr Rotorblätter einfach auch ein insgesamt ruhigeres Flugverhalten und auch eine angenehmere Geräuschentwicklung zur Folge haben, was letztendlich dann auch insgesamt die Lärmemission von solchen Fluggeräten in der Wahrnehmung von uns, von am Boden stehenden Personen, deutlich angenehmer gestaltet, als wenn ein Zweiblatt-Hauptmotor hier die Luft durcheinander rührt. Wer kennt es nicht? Die UIs, die Bell UH-Modelle, die mit ihrem Zweiblatt-Hauptmotor lange zu hören waren, bevor man irgendwo am Horizont einen schwarzen Punkt erkannte, hat man den also schon deutlich laut hören können, wenn er klack, 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 also dieses typische Teppichklopfer-Geräusch sich angekündigt hat. Und das ist eben mit diesen Mehrblattrotoren, 3, 4, 5 Blatt, wir haben ja hier auch ein Modell mit 5 Blattrotoren, also ein deutlich angenehmeres Fluggeräusch. Und 2 Turbinen, das hat was auch wieder Flugsicherheit zu tun, liebe Zuschauer. Die meisten Systeme sind redundant eingebaut, also in der Regel doppelt, sodass wenn ein System ausfällt, dass ein Reservesystem vorhanden ist, um einzuspringen, um einen Notflugbetrieb sozusagen darzustellen, damit Abstürze und Flugzeuge weitestgehend vermieden werden. Ja. Die Bell 429 von Samsung. Ich schaue mal ganz kurz auf das Datenblatt. Da haben wir sie. Also elektrisch angetrieben. Also deutlich angenehmer und für die Umwelt weniger schwer. Wir haben hier Diameter 30 Rotorblätter angetrieben.
ja, ist im Jahr 2015 gebaut worden. Applaus für Sami Sahne.